Lieutenant Christian? Wo? Okay. Ich komme. Nicht heute. Nicht heute. Nicht heute. Nicht heute. Ey, ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Naja, und ich war beim Italiener vorher. Ich kann auf nüchterne Magen echt nicht denken, sorry. Ist verständlich, aber als Azubi solltest du wenigstens am ersten Tag pünktlich sein. Naja, dann schmeiß mich halt raus. Ich wollte den Job sowieso nicht. Ich mache das alles nur meiner Frau zuliebe. Worum geht's hier eigentlich? Das werden wir hoffentlich gleich rausfinden, aber ich schätze, Löffel? dieses Teufelswerkzeug hat irgendetwas damit zu tun. Nee, glaube ich nicht. Echt nicht. Alright. Vielleicht das da. Beide Augen ausgelöffelt. Scheiße, schon relativ krank. Ja, was machst du da eigentlich? Wie? Was mache ich? Ich bin dein Vorgesetzter, gib mir gefälligst ein Stück von der Pizza. Ja, von mir aus. Mann! Bitte. Sag mal, wo ist denn der ja, die Tatwaffe. Ich kenne keinen Löffel. Ich habe keinen Löffel gesehen.
Alles okay. Ich hatte nur... Hier ist nichts. Hier war vorher die Tatwaffe. Hier ist nichts. Keine Ahnung, was du meinst. Hier war nie was. Aber hey, dafür habe ich was gefunden. Sie hat ihn so lange angesehen. Es wird immer mysteriöser. Ja, mysteriöser schon, aber nicht wirklich spannender. Können wir nicht einfach gehen? Ja, also noch einmal umsehen sollten wir uns schon. Okay. Schauen wir uns noch einmal um. Okay, nochmal umgesehen, nichts gefunden. Gut. Ich rufe noch die Jungs vom Labor an. Wir haben ein Labor? Ja, Chemiestudenten brauchen auch Jobs. Ah, okay, ja, verstehe ich. Aber dann wirklich, ne? Ich muss noch zur Lidl, meine Frau braucht noch was fürs Abendessen. Frau, Ja. die Augen. Diese Folien. Sehr darauf bedacht, dass hier nachher keine Flecken sind. Aha. Irgendwie. Aber ja, lass uns gehen. Dem Scheißladen schenken wir keine Überstunden. Definitiv nicht, ne? Okay. Ja. Ja. Ja, sehe ich. Okay, ja. Gut. Wo? Ah ja, alles klar. Okay, ja, liegt an der vereinbarten Stelle. Und ich bekomme die zweite Hälfte noch, ja? Okay, alles klar. Und wir sind fertig. Das war's. Es ist jetzt nicht so, dass Sie noch irgendwo einen anderen Tatort haben und dort irgendwas vergessen haben, oder? Oder? Okay, kannst reinkommen. Kein Haushaltsgegenstand weit und breit. Läuft das rein? Ja. Tot? Ja, hat den Löffel abgegeben. Sorry. Hat ins Gras gebissen. Besser. Mordwerkzeug, Tatwaffe? Nein, wieder nichts. Da ist was. Hm. Sie hat ihn angefasst. Was könnte damit jetzt wieder gemeint sein? Ja, und vor allem wer? Du meinst wen? Ja. Okay, wir haben 2 Tatorte und 2 Leichen. Und weder Mordwerkzeug noch Tatwaffe. Ist das nicht das gleiche? Nein. Tatwaffe ist der viel umfassendere Begriff.
Er meint die Waffe oder das Werkzeug oder das Objekt, mit dem die Tat begangen wurde. Mordwerkzeug ist spezifischer. Es meint das Werkzeug oder die Waffe oder das Objekt, mit dem spezifisch ein Mord begangen wurde. Okay, alles klar. Scheiße. Aber da fällt mir ein, wir könnten ja zumindest die Leiche auch mal im Labor untersuchen lassen. Das stimmt. Warum haben wir ein Labor? Um Spuren zu sichern? Ah, okay. Macht irgendwie Sinn. Okay, können wir machen, aber vielleicht von draußen. Ich muss sagen, der Geruch hier ist ziemlich. Ja, das müssen wir uns nicht antun, vor allem nicht in der Gehaltsklasse. Definitiv nicht. Ja, genau. Und bitte benutzt im Gegensatz zu euren Kollegen von gestern diesmal Absperrband, um den Tatort abzusperren. Sonst haben wir morgen hier die nächste Leiche. Ja. Oh, was weiß ich, nehmt Google Maps. Okay. Die Kollegen vom Labor kommen. Die regen mich so auf. Ja, ich halte es ehrlich gesagt immer noch ein bisschen für Geldverschwendung. Naja, irgendwo müssen die ganzen zigtausend Medizinstudenten hier unterkommen. Aber wir haben hier nichts mehr zu tun. Lass uns gehen. Ach, sehr gut, sehr gut. Ich muss nämlich noch weiter, ich muss noch mein Bestechungsgeld abholen. Dann was? Mein Berechnungsgeld, Entschuldigung, Berechnungsgeld. Was ist Berechnungsgeld? Berechnungsgeld? Das Geld, das ich bekomme? Ganz normal. Den Begriff habe ich noch nie gehört. Ja, ist Oberpfälzer Begriff. Oberpfalz. Ich bin aus Neumarkt in der Oberpfalz. Ich habe den Begriff noch nie gehört. Okay, Oberpfalz, Weiden, Oberpfalz, meine Frau kommt daher. Okay. Aber sag mal, die Klamotten und die Uhr, die hast du aber nicht vom Lidl. Doch, natürlich, alles Lidl, aber ja, okay, Lidl Payback. Okay, meinetwegen. Dann bis morgen. Bis morgen, adios. Sag mal, wie viele Payback-Punkte hast du eigentlich? Ja, 3 Millionen. Ja? Baby? Ja. Hallo? Ja. Hallo, Baby? Ja, wir kommen. Was? Ich verstehe dich nicht, Schatz. Baby? Nochmal, Ja. langsam bitte. Baby, ja, morgen, okay? Morgen. Ja, von mir aus heute. Alles klar, ich dich auch, Baby. Bis dann, tschüss. Er hat mit ihm geredet. Dem Opfer wurde die Zunge rausgeschnitten, dann die komplette Kopfhaut bei lebendigem Leibe abgezogen und dann der Schädel abgetrennt. Und alles mit diesem Dosenöffner. Was für ein Exzess! Und wir sind keinen Schritt weiter. Was sagt denn das Labor? Die haben mich heute Morgen angerufen. Die Opfer sind tot. Und das war alles? Und dass sie ihr Leben hassen und lieber BWL hätten studieren sollen. Ja, davon gibt es viel zu wenige. Ey, verdippst du Ruhe! Da ist jemand! Da fährt jemand weg. Ich komm nach.
Wo bist du? Aha. Und was hast du bestellt? Pizza Ananas. Ananas. Na ja, gut. Bis morgen. Ananas. Ananas. Passt eigentlich zusammen. War's für dich genauso gut wie für mich, meine kleine Honigbiene. Ja, und das Adrenalin durch die Verfolgungsjagd. Ja, das gibt so den richtigen Pep, so einen gewissen Drive. Aber es war auch ganz schön knapp. Ja, da hast du recht, diese Bullen, diese Faschistenschweine. Fast hätten sie uns erwischt. Aber jetzt ist es ja vorbei. Mein Werk ist vollbracht und es war magisch. Findest du nicht, dass du ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen bist, so minimal? Na, hör mal. Wie kannst du sowas nur sagen? Du warst eine wehrlose Spielzeugpuppe in meinem Laden. Lagst da und diese Monster, die haben dich einfach angefasst und angeschaut und angepöbelt, als wärst du ein wertloses Stück Stoff. Aber Zuckerpuppe, ich bin doch ein Nur in einer Welt wie dieser kannst du behaupten, dass ich übertrieben habe. Na gut, schwamm drüber. Aber hätte nicht eigentlich der andere Bulle, den du immer bestochen hast, verhindern sollen, dass wir erwischt werden? Ja, aber der ist völlig inkompetent. Und er weiß zu viel. Aber da gibt's nur eine Lösung. Wir sollten ihn töten? Exakt. Hören Sie, ich bin heute früh aufgewacht, neben meiner Frau, und ich habe mir gesagt, nee, die kriegt nichts mehr. Ab sofort will ich ein guter Azubi sein. Ja, oder wenigstens guter als vorher. Das bedeutet, ihr Spiel ist vorbei. Ich mache ihr Spiel nicht mehr mit. Ab sofort werde ich wieder rechtschaffen sein. Ein guter Azubi, und Sie können sich Ihr Bestechungsgeld in den Arsch schieben. Wunderbar. Ja, alles wird anders. Alles wird besser. Ab morgen bin ich ein guter Cop. Diese Spinner vom Labor arbeiten echt sogar am Sonntag, ey. Heute nicht. Ich habe es Donnerstag in die Küche geschafft, ich habe es Freitag in die Küche geschafft, ich habe es Samstag in die Küche geschafft, ich schaffe es Sonntag in die Küche. Meine Wohnung will mich nicht töten, meine Wohnung will mich nicht töten. Sandra, guten Morgen. Warum arbeitest du denn am Sonntag? Das stimmt, du warst ja auch mal im Labor. Du weißt ja, das Unglück der anderen Menschen ist mein Lebenselixier. Sonntag ist die Praxis zu, aber ich habe zum Glück noch genug ehemalige Patientinnen in meinen Kontaktlisten. Erzähl mal, wie läufst du so? Schläfst du noch in der Dusche? Schlafen will ich das jetzt nicht nennen, aber ja, da fühle ich mich einfach sicher. Wo so ein Seufzer ist, da ist noch mehr.
Was brennt dir denn auf der Seele? Ach, es ist dieser Fall. Ich komme einfach nicht weiter. Gerade sind die Laborergebnisse gekommen, aber da steht auf 20 Seiten einfach nur in 170 verschiedenen Sprachen, dass die Opfer tot sind. Ich komme einfach nicht weiter. Erzähl mir mehr davon. Vielleicht kann ich dir ja helfen. Wir haben 3 Tatorte, 3 Leichen, aber nur eine Tatwaffe. Beim ersten Tatort ist die Tatwaffe verschwunden, beim zweiten haben wir gar keine gefunden. Es ergibt einfach keinen Sinn. Ja, und dann habe ich auch noch diesen neuen Azubi, der jeden Tag mit teurer Kleidung in die Arbeit kommt und der auch die ganze Zeit behauptet, dass da nie Tatwaffen waren. Furchtbar, einfach alles furchtbar. Der neue Azubi, wie ist das so? Meinst du, er kompensiert mit seiner Kleidung Minderwertigkeitskomplexe? Könnte er der Täter sein? Und wie kann er sich überhaupt die teure Kleidung leisten? In eurer Gehaltsklasse ist doch nur das Loser-Burnout für jeden drin. Er behauptet, er bezahlt seine Kleidung mit Payback-Punkten. Ich hatte auch mal Payback-Punkte, ich weiß nicht. Und dann hat er gestern eine Pizza mit Ananas gegessen. Mit Ananas. Was? Ananas auf der Pizza? Oh mein Gott, was ist mit dem kaputt? Sowas machen nur abgrundtief verdorbene Menschen, die ihr Leben hassen. Payback sagst du. Gibt es noch eine andere Möglichkeit, wie wir bezahlen können? Er hat von seinem Berechnungsgeld geredet. Ich habe den Begriff noch nie gehört. Und davor hat er Bestechungsgeld gesagt, aber behauptet, sich versprochen zu haben. Ja, dann ist der Fall klar. Dein Partner ist korrupt. Er hat sich bestechen und die Tatwaffen verschwinden lassen. Du musst ihn verhaften. Nee, heute ist Sonntag, da kann ich meine Arbeitszeit nicht buchen. Mach ich nicht, mach's gut. Diese Labormenschen. Hallo, jetzt um die Uhrzeit. Oh, verdammt. Wer kann das jetzt sein? Hallo? Ja? Ich habe den ganzen Tag über deinen verkorksten Azubi nachgedacht und dann meine ehemaligen Kollegen im Labor angerufen. Aha. Ja. Und? Die haben seit gestern durchgearbeitet und minimale Spuren von Obst und Gemüse an den Leichen entdeckt. Karotten, Äpfel, Bananen und Ananas. Toll. Also ist echt mein Azubi der Täter. Natürlich nicht, du Trottel. Es kann nur eins bedeuten. Der Täter hat deinen Azubi manipuliert. Und er hat ihn auch mit auf diesen Obst- und Gemüsetrip gezogen. Bis hin zur Ananas auf der Pizza. Dem letzten Stadium des Wahnsinns. Und wer ist jetzt der Täter? Ich kann dir keinen Namen nennen, aber ich kann dir ein Täterprofil erstellen. Der Täter ist männlich, weil Frauen tun sowas einfach nicht. Und er ist höchstens 30 cm groß. Deswegen isst er so viel Obst und Gemüse, um noch zu wachsen. Fantastisch. Was würde ich ohne dich noch machen? Ohne mich und das Labor. Also pass auf. Ich erklär's dir. Morgen gehst du zu jedem Gemüse- und Obststand in der Stadt und fragst, ob ein 30 cm großer Mann regelmäßig bei ihnen einkauft. Vergiss es. Morgen habe ich Homeoffice. Gute Nacht. Du bist sowieso bald wieder bei mir auf der Couch. Und das am Homeoffice-Montag. Wahrscheinlich haben wieder diese Trottel vom Labor irgendwas rausgekriegt. Von Holger. Mit Grüßen von deinem Azubi. Ein Auge. Eine Zunge.
Finger. Oh Gott, was für ein krankes Schwein. Nie wieder Homeoffice, nie wieder Homeoffice, nie wieder Homeoffice. Zocken, bisschen zocken. Ich schaff's nicht. Da ist er. Das war mal richtig gut angelegtes Bestechungsgeld. Wer bist du? Was machst du in meiner Wohnung? Erkennst du deinen Erzfeind nicht? Holger! Einfach bübsch doch mal. Dass du dich ganz alleine hierher traust. Ey, ich bin auch noch da. Ja, ich bin ganz alleine hier. Oh Gott! Wie kannst du nur auf mich schießen? Stirb! Okay, ich war's. Und warum? Rache! Die Schweine haben mich belästigt. Sie hat ihn angesehen. Sie hat ihn angefasst. Er hat mit ihm gesprochen. Ich rede von mir in der dritten Person. Ich bin doch auch nur ein Mensch. Oh, halt, ich war's. Irgendwas stimmt hier nicht. Einer alten Frau mit einem Eislöffel die Augen ausschauen. So jemand mordet aus Eifersucht. Und die Opfer waren alles ältere Menschen und allen wurden Körperteile entfernt. So eine Bestialität passt viel eher zu einem weiblichen Täter. Und überall wurde eine Tatwaffe vergessen. So jemand mordet aus Liebe, nicht aus Rache. Ja genau, ich war's. Nein, ich bin's gewesen. Ein Eislöffel, ein Pizzaroller, ein Dosenöffner. Alles Haushaltsgegenstände. Jahrelang bin ich vor ihnen davongerannt. Aber jetzt weiß ich, warum ich diesen Albtraum erleben musste. Damit ich hier und jetzt diesen Fall lösen kann. Diese Morde mit Haushaltsgegenständen, das muss ein weiblicher Täter sein. Du kannst es nicht gewesen sein. Wer soll's denn sonst gewesen sein? Du warst nie böse. Du hast damals erkannt, dass ich auf dem Weg zu einem perfektionistischen, unempathischen, karrieregeilen Polizisten bin. Und hast mir eine posttraumatische Belastungsstörung verpasst, um das zu verhindern. Und jetzt hast du mich wieder gerettet. Aber wer war's denn jetzt? Ich bin immer noch... Ich weiß nicht. Also... Feierabend. Die sind auch morgen noch da. Aber ich gehe jetzt ins Bett. In mein richtiges Bett. Meine kleine Honigbiene. Holger, was ist passiert? Du wurdest getroffen. Aber wie konnte es nur so weit kommen? Das kann so nicht weitergehen. Morgen werde ich alles gestehen. Das darfst du nicht. Warum nicht? Warum steht dir nicht? Was? Du hast gesagt, ich kann alles tragen. Orange nicht. Das passt nicht zu deinen schönen blauen Augen. Oh Holger, ich hab's doch nur aus Liebe getan. Oh, ich glaube eher aus Eifersucht. Du verrücktes Weib.
Aber Holger, lass mich einmal was für dich tun. Ich gehe für dich ins Gefängnis. Holger, das darfst du nicht. Lass es mich gestehen. Ich werde es beenden. Und dann wirst du mich ewig lieben müssen. Dann musst du mich besuchen. Dann musst du zu mir ins Gefängnis kommen und mich lieben. Schon alleine aus Schuldgefühlen. Und wenn ich wieder rauskomme, dann leben wir in einem Trailer und ernähren uns von Fertigsuppe und wir werden ein Leben lang zusammenbleiben. Was ist nur aus dem jungen, unschuldigen Mädchen geworden, in das ich mich vor einer Woche im Müller verliebt habe? Du darfst nicht deine Unschuld verlieren, nicht deine ganze Würde. Was willst du damit sagen? Holger, nein, Holger, nicht. Das tut mir mehr weh als dir. Beide tot. Erstmal Kaffee und ein Toast. Für Kommissar Christian und seinen unermüdlichen Einsatz bis kurz vor Feierabend. Nicht heute. Es geht auch nichts darüber, mit sich im Reinen zu sein. Nicht wahr, Jungs?